Tief Luft holen, das war die Devise nach unserer letzten Sendung mit Professor Scholz, wo wir über die Kabinenluft und die Gefahr der Ansteckung in der Kabinenluft gesprochen haben. Und es gab nicht nur positive, sondern natürlich auch sehr nachdenkliche Reaktionen. Deswegen reiche ich heute noch eine ganz wichtige Information nach. Und diese Information kommt von Professor Gerhard Scheuch. Der ist nämlich ein Aerosolphysiker und der sagte: Bei den Coronaviren, mit denen wir es jetzt zu tun haben, braucht man, wir sagen inzwischen mindestens 5 bis 15 Minuten relativ dichtem Zusammenstehen, um sich direkt zu infizieren. Also eine zusätzliche Information zu unserer, glaube ich, sehr interessanten Sendung mit Herrn Professor Scholz, für Sie selber eine Entscheidung zu treffen. Und das ist eine wunderbare Brücke auch zu unserer heutigen Sendung, denn in unserer heutigen Sendung haben wir es wieder mal mit dem Andreas zu tun. Andreas Späth, Luftfahrtjournalist in aller Munde, Sie kennen ihn, da ist er, sitzt in Hamburg. Und Andreas, mir verschlägt schon die Sprache, deswegen meine Frage an dich. Ich meine, du musst ja auch beruflich unheimlich viel fliegen. Wir haben keine 100%ige Empfehlung, es sein zu lassen, aber auch keine 100%ige Empfehlung, es zu machen. Wie hältst du es denn privat? Ich glaube nicht, dass es wirklich ein Problem ist, dass massiv dort wirklich das Virus verbreitet wird. Technisch verstehe ich das, dass das Flugzeug nicht der ideale Ort ist, aber trotzdem, ehrlich gesagt, würde ich gerne mehr fliegen, als ich es jetzt gerade tue. Okay, und machst du denn selbst irgendwelche Vorkehrungen oder ist die FFP2-Maske das Wichtigste? Isst du, wenn du was zu essen bekommst? Da musst du sie abnehmen. Trinkst du was, wenn du was zu trinken bekommst? Oder versuchst du quasi dich selber so gut es geht hermetisch abzuschotten? Man darf zumindest bei einigen Airlines gar keine FFP2-Masken tragen an Bord. Es sind die FFP2-Masken mit dem Auslassventil verboten, Stimmt. aber die kein Auslassventil haben, sind erlaubt. Weil durch dieses Ventil ja quasi die anderen Personen ungeschützter dein ausgeatmetes Aerosol bekommen. Aerosol, gut. Das wird das Unwort des Jahres 21, oder? Das würde ich auch. Andreas, ich habe hier eine kleine Liste und die sagt, was lese ich auf dieser Liste? Aeromexico, Copa Airlines, American Airlines, WestJet, Air Canada, United Airlines und in Kürze auch noch Alaska. Was könnte ich damit meinen? Ich könnte noch die Liste noch um einige erweitern, zum Beispiel Gol in Brasilien oder seit heute ausgerechnet eben auch TuiFly in Belgien. Es handelt sich nämlich hier um die Airlines, die inzwischen wieder mit der Boeing 737 MAX fliegen und eben genau Stand heute auch wieder in Europa, was ja die EASA, die Europäische Flugsicherheitsbehörde, erst kürzlich wieder genehmigt hatte. Ich kann mich erinnern, die TUI, die bemalte bei den Luftaufnahmen von Seattle quasi immer zu sehen war. Also das war eine der ersten, die dort quasi abgestellt wurde und eben nicht ausgeliefert werden konnte. Ja, aber auch Achtung, das ist für Spotter wichtig, denn es gibt da alle möglichen TUI-Flies, die alle gleich aussehen, aber eben dann hinten entweder ein PH für Holland oder ein OO für Belgien oder eben ein D für Deutschland auf dem Heck haben bei dem Kennzeichen. Ja, aber das ist eine gute Brücke zu unserem dritten Thema heute, denn wenn man genau drauf schauen würde, dann ist das, was bei der KLM vor kurzem eingefüllt wurde, in einen Flügel, nämlich in den Tank, da stand nicht A1 drauf. Ja, ich glaube, das ist eben Sustainable Aviation Fuel, das ist das große Thema gerade. Das freut mich auch persönlich sehr, weil ich habe mich schon lange, auch vor 5 Jahren, schon mit dem Thema Biosprit beschäftigt, weil die Lufthansa war mal führend in ihrer Forschung und auch in ihren Testflügen mit aus Biomasse erzeugtem Flugtreibstoff, der bisher sozusagen nur in kleinen Mengen, das nennt sich Drop-in-Fuel, sozusagen addiert werden kann zu normalem Kerosin. Das kann man also einfach vermischen und dann damit fliegen bisher. KLM hat eben letzte Woche zum ersten Mal weltweit überhaupt, das waren zwar auch nur 500 Liter, aber immerhin, eben von synthetisch erzeugtem Treibstoff. Und das war eine kleine, aber feine Premiere, die aber eben auch zeigt, das finde ich auch beachtlich im Moment, dass das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig geblieben ist. Und Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein wunderbares Thema, wenn es um die Freundschaften geht, die man als Journalist mit den Fachleuten aus der Branche hat. Andreas, ich habe dich noch nie so strahlen gesehen wie jetzt bei der Dame, die wir jetzt hier mitgebracht haben. Du hast ein Gespräch mit der technischen Leiterin des gesamten Airbus-Konzerns geführt und wie du den Namen ausgesprochen hast, der übrigens wie ein Gelati auf der Zunge zergeht, hast du gestrahlt von einem Ohr bis zum anderen. Erzähl mir, was ist das Besondere an Grazia Vittadini?
Sie ist, das nennt sich auf Deutsch Technologiechefin, das heißt auf Englisch CTO, Chief Technology Officer. Und das ist ein sehr spannender Job schon mal per se, weil der nämlich beinhaltet, dass der Mensch, der diesen Job ausführt, für alles zuständig ist, was sozusagen Zukunftstechnologien sind in einem Konzern, in diesem Fall Airbus. Ja, das ist in der Tat eine sehr spannende Frau. Ich finde es erstmal sowieso viel zu selten, dass wir überhaupt irgendwo als Journalisten, die uns auf höherer Ebene mit Luftfahrt beschäftigen, auf Frauen treffen. Und umso mehr natürlich stechen manche Frauen heraus, die es eben geschafft haben. Was hat dich an dem Gespräch am meisten beeindruckt, dass wir jetzt gleich hören werden, dass du mit ihr geführt hast? Also erstmal so ihre ganze Art. Sie ist einfach sehr unkonventionell, sie ist sehr fröhlich, ihr fallen immer noch 3 Sachen ein, so ähnlich wie mir, die sie auch noch irgendwie dann mit unterbringt. Sie ist sehr unprätentiös. Welches Thema hat dich bei ihr am meisten überrascht? Weil du hast ja schon recherchiert, du wusstest ja ungefähr, was sie dir erzählen wird, aber sie hat doch mit Sicherheit bei der einen oder anderen Sache dich komplett vielleicht aus den Socken gehauen, abgesehen jetzt von ihrem Aussehen, wo ich glaube, dass der auch ein bisschen hier mitspielt. Aha, das sind interessante Theorien, Thomas, die du hier wieder aufstellst. Jetzt kenne ich dich schon ein paar Tage. Tatsächlich. Also erstmal habe ich wirklich beeindruckt ihre Vita. Grazias Vita, das klingt schön, das ist wie ein kleines Gedicht. La Vita di Grazia. Auf jeden Fall, ja, weil sie einfach schon seit Jugendzeiten so begeistert ist von dem Thema und wie sie erzählt, wie sie eben schon als Mädchen irgendwie Balsaholzmodelle gebaut hat und irgendwie immer Kampfpilotin werden wollte. Also das fand ich einen spannenden Hintergrund. Aber auch sozusagen auf die Ernst der Lage zu kommen, die eben heute besteht in Sachen Nachhaltigkeitsverpflichtung. Airbus hat es sehr geschickt gemacht, dass sie jetzt eben in der Krise, wo eigentlich alle ganz andere Probleme meinen, sagt, nein, wir machen das jetzt gerade, weil natürlich auch im Moment, das darf man nicht vergessen, der Kontext so ist, dass zum Beispiel die französische Regierung nur ihre massiven Staatshilfen und Konjunkturprogramme auch in der Luftfahrtbranche in der Corona-Krise nur vergeben hat mit ganz strengen Auflagen. Sie wollen gefälligst jetzt mal eben auch wirklich was sehen, was fliegt und nicht nur irgendwelche Zeichnungen und Videos von nachhaltigen Flugzeugen, von Wasserstoffflugzeugen zum Beispiel. Und da hat eben Airbus zum ersten Mal im September dieses Projekt Zero E vorgelegt. Zero E steht für keine Emissionen, 0 Emissionen. Und hat verschiedene Konzepte gezeigt, die jetzt noch verfeinert wurden. Auch da habe ich mit Grazia über einige spannende Dinge gesprochen, die Airbus jetzt mal nachgelegt hat. Zum Beispiel, dass man sagt, sie wollen in sich abgeschlossene kleine Einheiten, sogenannte Pods, austauschbar an den Flügel hängen und dann wieder abnehmen. Und eine solche Einheit besteht aus einem Propeller, aber auch aus einem Wasserstofftank und einer Brennstoffzelle. Und damit kann ich quasi den Motor samt dem Propeller und samt dem Treibstoff alles gemeinsam in einem Kasten plus Propeller an den Flügel hängen und wieder abnehmen. Und wenn der Tank leer ist am Boden, stecke ich sozusagen die nächste Einheit da rein mit Propeller und Tank und Brennstoffzelle. Und das finde ich ein sehr spannendes Konzept. Das Beste aus diesem Gespräch werden wir jetzt hören. Und am Schluss schauen wir noch einmal, ob sich irgendetwas neu für dich ergeben hat. Aber hier kommt jetzt mal Andreas Speth und Grazia Vittadini. Viel Spaß. Plane Talk wird Ihnen präsentiert von ProFlight, dem exklusiven Anbieter für Erlebnisflüge auf den Original-Cockpit-Trainingssimulatoren der Verkehrspiloten. Jetzt online buchen oder verschenken und Träume erfüllen. www.proflight.com. Plane Talk, der Pilot's Eye Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben. Caution, Terrain. Moin, Grazia Vittadini ist bei uns. Guten Tag, hi. Guten Tag, moin, moin, Andreas. Ich finde es so toll erstmal, das habe ich auch erstmal lernen müssen, dass Grazia Vittadini, obwohl sie eigentlich Italienerin ist, die anscheinend in den USA aufgewachsen ist, habe ich jetzt gelesen, und dann aber auch schon lange in Deutschland vor allen Dingen war, bei Airbus und Eurofighter. Du bist wirklich eine gelebte Europäerin, oder eigentlich? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Tatsächlich Italienerin ursprünglich, aber ich kam schon im 2000 nach Deutschland, bin hierher umgezogen, musste auch Deutsch lernen. Und nach 2 Jahren in München war ich 12 Jahre tatsächlich im Norden, in Hamburg. Und dort habe ich auch wirklich ein großer Stück meines Herzens, glaube ich, hinterlassen. So. Ich liebe die Hansestadt. Das ist toll, du sagst sogar Hamburg, wie es eigentlich nur echte Hamburger tun. Also das finde ich sehr beeindruckend. Wie viele Sprachen sprichst du fließend eigentlich? Ich habe ehrlich gesagt nie gezählt.
Die Airbus sprachen auf jeden Fall, plus Italienisch so als exotisches Addendum dazu. Also Muttersprache Italienisch, das ist klar. Ich möchte auch gerade deswegen erstmal so ein bisschen, weil das ja wirklich ein Phänomen ist, deine Rolle, deine Karriere, deine Stellung auch in der Luftfahrt, mal ganz kurz sozusagen auf dich und deine Vita zu sprechen kommen. Ich habe gelesen, dass du schon als Mädchen irgendwie gerne mit Flugzeugmodellen hantiert hast und an Motorrädern rumgeschraubt hast. Erzähl mal kurz, wie das kam und warum du dann dich nicht für Straßenverkehr, sondern für Luftverkehr entschieden hast oder für Luftfahrt. Andreas, keiner weiß es. Es war einfach so, als ich auf dem Baby Pram einfach unterwegs war und da ein Flugzeug vorbei geflogen ist, habe ich immer sehr aufmerksam gefolgt. Mein drittes Wort nach Mama, Papa war tatsächlich Aeroplano. Ich weiß nicht, woher das kommt. Es hat sich einfach so ergeben. Ich habe aber erst vor kurzem entdeckt, dass tatsächlich mein Papa auch in seiner Jugend Balsa-Modellen gebaut hat. Aha. Und ich habe es entdeckt, weil ich hatte so einen Shop, wo ich immer gegangen bin, um dort mein Holz zu kaufen. Und jetzt diesen Shop hat es leider durch die Krise in Italien nicht geschafft. Es ist jetzt zu und mein Papa hat es auch bedauert. Und so habe ich entdeckt, dass wir tatsächlich zum gleichen Shop auch gingen. Es war mir vorher so nicht bewusst, dass er auch in seiner Freizeit auch ein bisschen mit der Luftfahrt sich beschäftigt hat. Also ich sehe das bei vielen Familien, wenn der Vater sowas Tolles macht in der Luftfahrt, oft auch dann die Söhne vor allen Dingen in dieselbe Branche gehen. Mein Papa ist auch Ingenieur auf jeden Fall. Meine Mama ist Mathematikerin, aber das ist so eine starke Bindung zur Luftfahrt war für alle überraschend. Und ich war erstaunt, dass du auch gleich nicht erstmal wie die meisten jungen Leute dann vielleicht wirklich mit der PPL angefangen hast, also einer privaten Pilotenlizenz, sondern du wolltest eigentlich am liebsten gleich Kampfpilotin werden. Absolut, absolut. Ich habe mich auch immer viel mit Luftfahrtgeschichte auch beschäftigt und die Tatsache, wirklich die Idee, mich so in einem Jet auch hinzusetzen, hat mich immer so von inspiriert. Und ich wusste, das würde nicht klappen, weil damals war es nicht möglich für Frauen in der italienischen Aeronautica Militare zu fliegen. Habe aber trotzdem eine Bewerbung geschickt, was dann abgelehnt worden ist aufgrund meines Geschlechtes. Mir einfach gesagt, weißt du, wenn ich sie nicht fliegen darf, dann werde ich selber welche bauen. Und so bin ich zur Luft- und Raumfahrt, habe mich da orientiert, Luft- und Raumfahrt in Mailand. Da habe ich studiert mit Vertiefung Aerodynamik. Und jetzt habe ich auch die Ehre, auf dem Aussichtsrat meiner Alma Mater zu sitzen und zu beraten, ne, in Richtung, wo soll es hin? Sollten wir jetzt alle klassische Skills nicht mehr so pushen und uns lieber an künstlicher Intelligenz und andere so neue Disziplinen orientieren? Sehr, sehr interessante Diskussion. Obwohl du bei Eurofighter anscheinend ja angefangen hast, deine professionelle Karriere in der Luftfahrt, bist nie in einem Kampfmaschine geflogen. Nein, mitgeflogen auch nicht. Noch nicht. Ich weiß, das ist ja streng, musst du auch, glaube ich, spezielle Prüfungen machen. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so heiß drauf, im Kampfflugzeug zu fliegen, muss ich persönlich sagen. Ja, weil du schon Concorde geflogen bist. Ja, ich habe auch schon Schwerelosigkeitstraining gemacht mit den Russen in der Iljuschin 76. Du hast ja offenbar dann den Weg gewählt, du bist anscheinend dann ganz entspannt PPLerin, also Privatpilotin geworden. Aber das nur als Hobby, oder? Ich bin bis zur ATPL gegangen. Ach doch, okay. So modular. Und Theorieprüfung und alle auch Bricks, IFA und alle habe ich hinterhergelegt. Und mit der Idee tatsächlich, vielleicht könnte es sogar klappen mit dem Job, weißt du, 50% Cockpit, 50% irgendwie Flottenmanagement. Aber dann, es hat sich nicht so konkretisiert. Aber ich habe tatsächlich in Hamburg angefangen zu fliegen, ne? Mit der Fliegerei. Ich wollte mich gerade fragen. Bei der Airbus Motorfluggruppe, ne? Petersen und Finky waren meine Landebahnen zu Hause. Ich war zu Hause dort. Ne? Wann bist du zuletzt selbst geflogen? Wie lange ist das her?
Ziemlich lange her, Andreas, es sind schon 3 Jahre, ich habe es jetzt auf Eis gelegt. Ich bin immer, weißt du, sehr gerne damit auch gereist, und zwar Langstreckenflüge nach Marokko, Norwegen, Schottland. Die 12 Stunden, die man im Jahr fliegen muss, sind mir nicht ausreichend, voller Sicherheit, besonders wenn man IFA fliegt. Ne? Ich habe mich nicht dabei wohlgefühlt. Vielleicht wird irgendjemand die Zeit kommen, das wieder zu erfrischen zu dürfen, und dann gerne weiter. Plane Talk, der Pilots Eye Podcast, ist eine Produktion von Pilots Eye TV. In Zusammenarbeit mit aero.de, Deutschlands Aviation News für Kenner und Könner. Im Internet unter www.aero.de. Dual Input. Also du wirst natürlich dauernd darauf angesprochen, weil du einfach im Moment, das ist ja auch wirklich schade bis heute, dass die Luftfahrt so wenige Frauen beschäftigt. Ist das für dich ein präsentes Thema trotzdem? Es ist ein Thema, was präsent ist, weil es mir wichtig ist. Wir können es uns nicht leisten, einfach die Talente von der Hälfte dieser Bevölkerung dieser Welt nicht zu betrachten. Und ich glaube, Interesse wäre schon da, nur wir müssen wahrscheinlich was verändern im Sinne von Suchmechanismen. Wie suchen wir nach Talente? Nutzen wir bewusst oder unbewusst irgendwelche Formate? Und dann alles, was nicht im Format passt, weiblich oder männlich, wird auch nicht. Anstatt das Thema voranzutreiben, Frauen müssen gecoacht werden, so dass sie selbstbewusst oder mehr hier, mehr da. Nein, wir müssen unser Fokus nicht auf Frauen stellen, sondern auf die Art und Weise, mit der wir uns auf der Suche nach Talenten machen. Wie viele Frauen arbeiten in deinem Team? Ich habe gelesen, du hast etwa ein Team von 500 Leuten bei Airbus, richtig? Letztes Mal, als ich geguckt habe, waren wir bei 23%. Konntest du das fördern? Also konntest du auch darauf drängen, dass man bei dir vielleicht da noch mehr drauf schaut als vielleicht in anderen Abteilungen? Ich folge das Thema Diversität für sich mit großer Aufmerksamkeit. Hatte auch die Ehre, vor kurzem als LGBT+-Alliierte benannt zu werden von einer französischen Gesellschaft, die sich mit dem Thema kümmert. Wenn es darum geht, jemanden zu rekrutieren, einfach funktionieren nicht. So oft aktiviere ich meine eigenen Netzwerke und frage nach, habt ihr Kandidatinnen im Kopf für diese Position? Ich würde gerne auch Menschen eine Chance geben, nicht die schon anerkannt sind oder auf alle Talentradaren sind, sondern ich gehe gerne auf die Suche nach Diamanten, die noch nicht vollgeschliffen sind. Die Talente sind da, die Diversität ist da. Man muss es nur suchen. Man muss Zeit investieren und Energien. Das ist ohne Zweifel. Ich hoffe, dass wir bei Plane Talk TV hier auch ein paar Hörerinnen haben oder Userinnen. Und da würde ich dich gerne ganz praktisch fragen, was würdest du denn jungen Frauen empfehlen, die sich bei Airbus oder auch zum Beispiel in Bereichen, wo du arbeitest, bewerben wollen? Können die irgendwas tun, um sozusagen sich noch vielleicht als Rohdiamant anzubieten? Es ist wirklich grundsätzlich wichtig, meines Erachtens als erstes, dass man sich sehr, sehr, sehr gut kennt. Ich habe so oft von Beratern gehört, Grazia, du nutzt die Muskeln deines Gesichts zu sehr. Du nutzt deine Hände. Das ist nicht souverän genug. Pokerface. So sollte ein Leader erscheinen. Ne? Und ich musste auch von Frauen hören, die dann auf mich zukommen über soziale Netzwerke und so, hören, dass sie sehr oft auch diese Art von Empfehlung bekommen. Du solltest dich nicht so bunt ankleiden, nicht so viele Blumen, deine Stimme ist zu hoch, versuch das ein bisschen so runterzudrucken. Du lächelst zu viel. Das ist Quatsch. So, man wird immer wieder Feedback bekommen. Und es ist grundsätzlich wichtig, dass man wirklich sich sehr gut kennt und dieses Feedback auch gut zuordnen kann.
Jetzt, wenn ein Feedback dreimal eine Rückmeldung, was vielleicht sich nicht so gut anhört, also dreimal aus unterschiedlichen Quellen kommt, dann man sollte sich schon darüber Gedanken machen und das vielleicht auch akzeptieren. Aber ansonsten ist es grundsätzlich wichtig, dass man sich nicht davon ablenken lässt, wenn es um Rückmeldung geht, die wirklich dazu dienen, dich in eine Schublade zu packen. Und das ist besonders für Frauen wichtig. Du solltest mehr Selbstbewusstsein, dein Branding nach vorne bringen und dieses auch Lean-In-Konzept, was ich absolut nicht teile. Nein, man muss sich nicht adaptieren, man muss sich nicht verändern, um in diese Muster reinzupassen. Ich muss dir mal Feedback geben, weil du gerade sagst, alle geben dir Feedback. Und als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, das war, ich glaube, vor etwa 2 Jahren, bei den Innovation Days von Airbus in Toulouse. Und da tauchte dann eben eine Frau auf, Grazia Vittadini, CTO. Und du hast eine derartig perfekte Bühnenshow abgeliefert. In deinen hochhackigen Schuhen bist du da wie choreografiert. Von links nach rechts, von rechts nach links. Hast gestrahlt, hast die Leute, also genau, mit deinen Händen. Also das war wirklich... Vielen Dank, Andreas, für die Rückmeldung. Vielleicht spielt deine Rolle, dass ich 30 Jahre Bühnenerfahrung habe, weil ich Balletttänzerin war. Ah, jetzt kommt raus. Und auch ein bisschen musiziert habe in einem Orchester. So. Aber es ist nichts, was man nicht lernen kann. Ja? Ich glaube, das Problem ist auch, deswegen wollte ich noch zu meinem Feedback sagen, weil ich dich noch nicht kannte und auch gar nicht wusste, für was für Inhalte du eigentlich stehst, habe ich erstmal gedacht, wow, Wahnsinns-Show, toller Auftritt. Aber ist da eigentlich was dahinter oder ist das nur Show? Als du im Vorraum standest und mit uns Journalisten dich da im kleinen Kreis unterhalten hast, gemerkt, was du für ein Kaliber bist, also was du da unglaubliche Sachen drauf hast. Das ist auch ein bisschen vielleicht fast, ja, nicht fair. Vielen Dank für deine Offenheit, weil man redet über solche Themen auch nicht sehr oft. Und ehrlich gesagt, auch im Beruf so, das kann tatsächlich helfen, wenn Menschen so einen ersten Eindruck haben, ne, und fragen sich, tolle Verpackung, aber gibt es auch Substanz? Genau. Macht was wirklich euch dem Herzen warm macht. Ne? Mensch, 8+ Stunden jeden Tag arbeiten zu müssen an Themen, die dich nicht begeistern, das wäre für mich unmöglich. Plane Talk, der Pilots Eye TV Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben. Stabilizer motion. Bei Plane Talk haben wir auch die Möglichkeit für die User, dass sie Fragen stellen für Gesprächspartner, die wir schon angekündigt haben. Jan Köster aus München fragt, was ist die größte Herausforderung für die Branche und für Airbus in den nächsten 10 Jahren? Und das ist ja genau dein Thema, weil du bist sozusagen ja die oberste Person bei Airbus, die sich mit der Zukunft befassen soll. Ganz aktuell, wenn man betrachtet die Krise, wir haben 40% unseres Geschäfts mit Verkehrsflugzeugen verloren. Wir sind uns sicher, es gibt einen Weg, es gibt Licht am Ende des Tunnels, ne? Aber wir werden als Industrie die Narben dieser Krise lange tragen. So, wie kommen wir aus der Krise raus und gleichzeitig, wie arbeiten wir parallel dazu an unsere Hauptziele? Und das ist die Verträglichkeit unserer Produkte, Reduzierung der CO2-Emissionen. Wir haben tatsächlich die Krise benutzt, um unsere Ambition zu beschleunigen. Mit dem Ziel, bis Mitte der 30er Jahren das erste Flugzeug der Welt auf den Markt zu bringen, welches keine Emissionen mehr ausstößt. Damit werden wir sehr gut mit diesen 2 großen Herausforderungen für die nächsten 10, 15 Jahren uns beschäftigen. Ne?
Du hast sehr schön vorhin vom Branding gesprochen, was man eben auch als Person oder als Manager auch braucht. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt dieses Branding, was Airbus jetzt gewählt hat, Zero E für dieses neue Programm an Konzepten, dass das ein bisschen auch eigentlich dein Hauptthema, also wirklich der Kern deines Brandings auch als Person oder als Airbus-Vorständin sein wird, oder? Also Zero E ist ein bisschen dein Baby, oder? Es geht im Moment um Technologie, die entwickelt werden. Das ist, wo die Technologieteams absolut im Vordergrund stehen. Aber die Herausforderung ist so komplex. Alle Airbus-Funktionen sind wirklich daran beteiligt und spielen mit. Wofür steht Zero E und was sozusagen ist eure Hauptidee von Zero E? Es geht grundsätzlich um 3 verschiedenen wasserstoffbetriebenen Konzept. Und zwar ein Turbofan-Design, so bis 200 Passagiere, das durch Verbrennung von Wasserstoff anstelle von Kerosin angetrieben wird. Reichweite würde ich sagen über 2000 nautischen Meilen. Ne? Auch mit Interkontinentalflüge im Kopf. Dann haben wir ein Turboprop-Konzept, Packs bis Kapazität von bis zu 100 Passagiere mit einem Turboprop-Triebwerk anstelle eines Turbofans. Ne? Ebenso, ebenfalls durch Wasserstoffverbrennung in zum Beispiel modifizierten Gasturbinen angetrieben wird, mit einer Reichweite, was niedriger ist, über 1000 nautische Meilen, so mehr für Kurzstreckenflüge gedacht. Und dann als drittes Konzept der nur Flügel-Design, so schon ziemlich weit nach vorne schauend, maximal 200 Passagiere, für wer Airbus kennt und unsere Demonstratoren auch kennt. Es ist so unser Maverick-Konzept. Ne? Wir haben Maverick-Modell, skalierten Modell, schon unterschiedliche Flugerprobungen durchgeführt. So, Flügler, sehr visionär, steht dafür, da wirklich um zu zeigen, wie man frei denken kann, wenn man sich von traditionellen Antriebskonzepten auch verabschiedet. Und der Flügler hat auch den besonderen Vorteil, wirklich aufgrund der Kabinenanordnung, was besonders breit ist, bietet wirklich viele Optionen, auch was die Wasserstoffspeicherung und Verteilung angeht. So 2025 sollte dann wirklich der späteste Zeitpunkt sein, wo wir auch in der Lage sein werden, bestimmte wichtige Entscheidungen im Sinne der Konfiguration und spezifische Antriebstechnologien dann zu machen. Da kannst du noch mal kurz, weil nicht alle unsere User wahrscheinlich vertraut sind mit den Eigenschaften von Wasserstoff. Also warum setzt ihr auf Wasserstoff und was sind die wichtigsten Qualitäten des Wasserstoffs, die ihn dafür befähigen sollen, eben das Mittel der Zukunft zu werden als Antrieb? Ja. Es gibt hauptsächlich 3 Anwendungen, wenn man an Wasserstoff an Bord eines Flugzeugs denkt. Wir können Wasserstoff durch modifizierte Gasturbinentriebwerke verbrennen oder wir können es über Brennstoffzellen im elektrischen Strom umgewandelt werden. Wir können auch Wasserstoff verwenden, um synthetische Kraftstoffe mit elektrischer Energie zu erzeugen, ne? Was wir E-Fuels nennen. Und mit unserer Zero-E-Konzept-Flugzeuge, wir untersuchen derzeit eine Kombination der ersten 2 Verwendungsmöglichkeiten, so Direktverbrennung, Gasturbine mit einem eingebetteten Elektromotor, der von Brennstoffzellen angetrieben wird. Das ist einfacher gesagt als getan. Wasserstoff als Energiequelle an Bord zu haben, bedeutet nicht nur Herausforderung
was zum Beispiel die Tanks angeht, ne? Also die Dimensionierung, die Positionierung, die Verteilung vom Wasserstoff an Bord, das Refueling, ne? Die Betankung, sich neu auszudenken. Aber das bedeutet auch, dass wir alle Rahmenbedingungen, was die Infrastruktur und die Regularien angeht, auch anpassen müssen. So, Flughäfen, viele Flughäfen haben schon Wasserstoff. Berlin, glaube ich, Paris, Los Angeles, mehr für die Ground-Flotte. Genau, für die Fahrzeuge. Für Autos. Genau. Ne? Genau. Ja. Aber die werden dann Wasserstofftransport- und Betankungsinfrastruktur neu denken müssen, um wirklich die Anforderungen des täglichen Betriebs auch gerecht zu werden. Busse, Abschleppwagen sind zum Teil schon durch Wasserstoff betrieben, aber im Zeitraum wirklich 2020 bis 2030 müssen wir wirklich ein starkes Wachstum in diesem Sinne auch sehen, um das Konzept überhaupt skalieren zu können. Ne? Vielleicht kannst du noch mal erzählen, ich habe mich fand es sehr interessant, dass jetzt kurz vor Weihnachten hat Airbus noch eine sozusagen Modifikation zum ersten Mal gezeigt, diese Hydrogen Pods. Das ist offenbar eine Idee, so ein bisschen wie im Baukastensystem, an einen Turboprop bis zu 6 sozusagen so eben quasi abnehmbare Turboprop-Motoren an die Tragfläche zu befestigen, wo aber in diesem Pod sozusagen alles drin ist, was man braucht und sogar schon der Wasserstofftank da drin ist. Ist das ein bisschen eine Reminiszenz an deine Freude mit Modellflugzeugen früher, dass man sowas anbauen und wieder abmachen kann? Oder wie ist das zu verstehen? Sehr aufmerksam. Ich wusste das würdest du ansprechen. Tatsächlich, wir untersuchen unterschiedliche Konzepte. Ne? Und zum Beispiel, es wäre tatsächlich sehr vorteilhaft, alles so auf einzelnen Pods, was man an den Tragflächen dann auch verbindet, fokussieren zu können. In jeder Pod befindet sich dann ein Wasserstofftank, eine Brennstoffzelle und der Antrieb. Ne? Der Charme dieses Konzeptes, diese produzieren ausschließlich Wasser, Wärme und Elektrizität. Bei diesem Konzept erfolgt alles der Idee vom kurzen Wegen. Ne? Dadurch wird auch die Verteilung von Wasserstoff an Bord eines Fliegers dementsprechend extrem vereinfacht. Die Tanks sind in der Nähe der Motoren und wir können so ein sehr komplexes, ansonsten Kraftstoffleitungssystem auch uns sparen. Man spart sich aber auch den Platz in der Kabine, weil sozusagen nicht der Wasserstofftank in der Kabine steht, wo jetzt nach den bisherigen Konzepten ein Drittel der Kabinenfläche eigentlich eingenommen würde von 2 Wasserstofftanks. Ich glaube, das ist auch deswegen spannend, weil ja das Wasserstoff ist nicht so einfach zu handeln in der täglichen Flugbetrieb, weil ich glaube, da geht es ja auch um starke Kühlung und man kann nicht mal eben wie Kerosin, das dauert nicht 10 Minuten, den nachzutanken, sondern es ist ein längerer Prozess, eben auch wegen dieser starken Kühlung. Das heißt, es könnte sozusagen auch den Ablauf des Flugbetriebs stark vereinfachen, wenn man quasi einfach einen Motor mit dem Tank da drin einfach abnimmt vom Flügel und einen neuen draufsteckt und dann kann man wieder weiterfliegen. Absolut, das ist der Grundgedanke. Ja, tatsächlich, wenn wir über Wasserstoff reden, wir meinen flüssiges Wasserstoff, also 3-mal die Energiedichte von Kerosin hat, aber 4-mal das Volumen. Um Wasserstoff flüssig zu halten, muss man ihn sehr stark unterkühlen. Aber dieses dezentrales Konzept bietet in diesem Sinne viele Vorteile. Ja. Ich finde es interessant bei dir, dass du im Grunde ja in der Luftfahrt selber so interdisziplinär unterwegs bist und eben nicht wie normalerweise bei Airbus, da macht der eine nur Hubschrauber, der andere nur Raketen, der nächste macht Kampfflugzeuge und der vierte macht eben Verkehrsflugzeuge. Du hast ja eigentlich in allen Bereichen auch schon selber gearbeitet und ich glaube, deine Hauptaufgabe ist ja auch so ein bisschen übergreifend, innerhalb aller Dinge, die fliegen, zu gucken, welche Zukunftskonzepte sind auch in mehreren Bereichen nutzbar. Das finde ich sehr spannend. Wie gehst du da vor? Jede Airbus-Division hat Entwicklungsteams, Engineering-Teams, die sehr produktorientiert sind. Und wir sind da wirklich quer durch alle Divisionen im Dienst, um
Technologien zu identifizieren, beschleunigen, erreichen und auch sehr, sehr oft die Brücke zu sein zwischen unterschiedliche Konzepte, unterschiedliche Ideen, Menschen zusammenzubringen, die dann plötzlich merken, wir sind jetzt unterwegs mit Single Pilot Operations Konzepte, so Autonomiekonzepte für unsere Airbus Commercial Flotte uns auszudenken. Ja, wir haben aber eine Defense and Space Sparte, die sich schon längst auch mit Autonomie beschäftigt, mit UAS. Wir hatten in der Vergangenheit mit einer High-Performance-Drohne geflogen, was Barracuda hieß, in Manching. Und genau die Flugsteuerungssysteme, die dort benutzt worden sind, nutzen wir jetzt im Rahmen unserer Untersuchung für Single Pilot Operations. Es gibt sehr kluge Menschen, die schon viel geforscht haben. Und es geht sehr oft nur darum, wirklich die zusammenzubringen mit Menschen, die auf die ähnliche Lösung suchen für andere Produkte. Und dann die Synergie, die man dadurch schaffen kann, sind unbegrenzt. Plane Talk, der Pilots Eye TV Podcast. Menschen, die die Fliegerei leben und lieben. Approaching minimums. Du weißt, ich habe gerade ein Buch geschrieben über Überschallflugzeuge, Vergangenheit und Zukunft. Deswegen meine Frage an dich, du ja nun die Zukunftsfrau bist bei Airbus. Kannst du dir wirklich vorstellen, dass es in Zukunft nachhaltigen Überschallflug mit modernen, neuen Überschallkonzepten geben könnte? Also generell in der Branche sowas irgendwer wirklich erfolgreich auf den Markt bringen könnte? Wer hat der letzten Passagierflugzeug entwickelt, die auch über Mach 1 geflogen ist? Airbus. Das war der Concorde. So, wer hat immer noch Kompetenzen, um über Mach 1 zu fliegen? Wir in unserer Verteidigungssparte. Wir haben die Kompetenzen, wir haben das Wissen im Moment. Wir sehen es nicht als machbar. Unsere Ambition, was Nachhaltigkeit angeht, mit über Mach 1 fliegen zu vereinbaren. Es geht nicht nur um CO2-Emissionen, sondern auch um Geräusche, ja. Lärm. Lärm, Genau. Lärm. Danke. Wir sehen das nicht als nicht vereinbar. Wir wären unglaubwürdig, wenn wir das jetzt verfolgen würden. Ne? Das sehen wir nicht als kompatibel mit unseren Zielen. Es kann aber sein, dass wir jetzt tatsächlich alternative Antriebe untersuchen, alternative Treibstoffe. Es kann sein, dass, wenn alles gut geht, wenn wir in der Lage sein werden, auch tatsächlich bestimmte Anforderungen, was die Performance dieser neuen Antriebssysteme angeht, zu schaffen, dann warum nicht? Aber derzeit, es wäre unglaubwürdig. Und noch eine Frage, du hast ja, das war mein nächstes Buch, das habe ich gerade fertig, ist noch nicht erschienen, geht über die A380, der letzte Riese. Und du hast, habe ich gesehen, du warst für die Hochauftriebstechnologie an der A380 Tragfläche verantwortlich, was ich ja auch sehr spannend finde als Thema. Deswegen meine Frage, was hat denn, welche Hinterlassenschaft oder hat denn die A380 gehabt, auch für deine Arbeit? Also was hast du bei der A380 gelernt, die nun leider kein großer Erfolg war, aber was in eurer heutigen oder auch in einer zukünftigen Arbeit, was konntest du mitnehmen von der Arbeit an der A380? So, ich teile nicht unbedingt deine Ansicht, dass es kein großer Erfolg war. Das war mein erstes Flieger bei Airbus und vielleicht nicht zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben kollektiv, nicht nur ich, sehr viel dadurch gelernt, was wir dann schon bei A350 angewendet haben. So, A380 war wirklich für uns der erste stark transnationalen Projekt, wo unsere Teams kreuz und quer durch Europa hauptsächlich wirklich zusammen gearbeitet haben. Und wenn du in ein
nackten A380 reingehst, ohne Verkleidung, ohne Kabine, ohne gar nichts, und du die Struktur guckst, dann kannst du ganz genau erkennen, aha, das ist Spanien, aha, das ist Frankreich, und dieser diese Tonne, diesen Teil der Tonne ist deutsch. Ne? Unterschiedliche Designprinzipien und Bauweisen, Philosophien, die tatsächlich einfach zusammengebracht worden sind, aber erst als eine Airbus-Philosophie dann auch wirklich zur Geltung gekommen sind. So, wir haben gelernt, wirklich europäisch durch A380 zusammenzuarbeiten. Und das war für mich auch eine unglaubliche Erfahrung. Ich habe Hand in Hand mit unseren Kollegen aus der Fertigung auch gearbeitet und so viel davon gelernt. Alles, was schief laufen kann, weil man Teile konzipiert, ohne unbedingt sofort daran zu denken, warte mal, jemand muss dann das zusammenbauen und es muss auch gewartet werden und Zugänglichkeit an anderen Teilen muss immer gewährleistet werden. So ich für mich dadurch gelernt, breit zu denken und end-to-end. Und es gibt eine ganze Generation von Airbus-Kollegen, die mit A380 auch groß geworden ist. Und das wird immer in unsere Herzen bleiben als unser erstes Flieger. Grazia, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Grazia Vittadini, CTO. Absolut. Von CTO. Airbus. Ich freue mich sehr, auch mit dir weiter in die Zukunft zu reisen, hoffentlich bei Airbus. Und du weißt ja, was dein Vorgänger Paul Eremenko gemacht hat, als er bei Airbus aufgehört hat. Der macht ja heutzutage ein Start-up für Wasserstoffbetankung, was, glaube ich, ein echtes Zukunftsfeld auch ist. Der hat auch einen guten Riecher dafür, glaube ich. Und das alleine, finde ich, schon spricht dafür, dass das hier wirklich ein zukunftsträchtiges Thema ist, Wasserstoff. Und ich bin gespannt, ob wir beide noch in unserem Berufsleben sein werden, wenn dann wirklich die ersten Flugzeuge abheben mit Passagieren und Wasserstoffantrieb. Auf jeden Fall. Ich zähle drauf und freue mich, Andreas, auf weitere unterschiedliche, spannende Diskussionen. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Alles Gute, Happy Landings. Danke gleichfalls. Das Tête-à-Tête ist nun zu Ende. Grazia Vittadini und Andreas Späth heute in Plane Talk mit diesen Themen, die auch bei mir nicht spurlos vorbeigegangen sind. Denn am meisten hat mich eigentlich berührt diese Aussage, wir können es uns nicht leisten, auf 50% der Möglichkeiten, sprich 50% Frauen in unserem Unternehmen zu verzichten. Und deswegen auch gleich die Frage an dich, Andreas. Hast du das Gefühl, dass die Frauen zu wenig zu Wort kommen oder zu wenig eingesetzt werden oder bewerben sich die zu wenig? Es gibt noch viel zu wenig Frauen wie Grazia. Also es gibt natürlich auch viel zu wenig weibliche Mentoren in Unternehmen. Wenn du jetzt eine Frau wärst und du hättest das Interview gehört, würdest du dich jetzt eher bewerben? Und wenn ja, wo würdest du dich bewerben? Oder das heißt, ich möchte gerne irgendetwas jetzt rausgeben in diesem Plane Talk, zu sagen, die ein oder anderen Mädels, die gesagt haben, hey, die ist ja ganz sympathisch, bei der würde ich mich gerne irgendwie vorstellen, vielleicht habe ich eine Chance. Was würdest du denen raten? Ja, absolut tun. Ich kann wirklich jede junge Frau nur ermutigen. Luftfahrt ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Es gibt wahnsinnig viele Ausprägungen, in denen man in der Luftfahrt arbeiten kann und sich einbringen kann. Und ich glaube, da haben Frauen auch grundsätzlich bestimmt tolle Ideen und auch eine andere Art von Kompetenz vielleicht damit umzugehen oder Dinge zu erfinden oder auch Dinge voranzutreiben, als das Männer haben. Also auch wenn ich jetzt als Mann in einem Konzern arbeiten würde, würde ich mir sehr wünschen, dass da eben auch starke Frauen im Team sind. Und ich glaube, das kann Grazia auch sehr gut und ich kann mir auch wünschen, dass es eben mehr Leute gibt wie sie, die auch vielleicht Frauen wirklich so einen Weg ebnen und ihnen auch Mut machen, dass das eben auch geht. Wunderbares Schlusswort. Schauen wir doch einen kurzen Blick in die Zukunft, Andreas. Welche Frauen in der Luftfahrt hast du in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren vor deinem Mikrofon und bei uns im Plane Talk?
Ja, also eine jedenfalls schwebt mir schon mal vor, die heißt Christina Förster und ist inzwischen bei Lufthansa im Vorstand. Die kenne ich schon länger. Ich habe erst vor kurzem sehr lustige Bilder wiedergefunden, wo sie mir ganz stolz auf den Fotos, die haben wir extra posiert da, die größte Neuigkeit zeigt, die Lufthansa in ihrer A380 eingeführt hat. Und das war so ziemlich die einzige physische Neuigkeit, die man wirklich sehen konnte. Nein, die hat ja nur Emirates und Etihad die Dusche. Nein, Lufthansa hat in der First-Class-Toilette ein Urinal. Okay. Was gerade sehr gut passt zum Thema Männer und Frauen, über das wir nämlich reden. Ganz richtig. Weil es ist auch kein Zufall, dass bisher, also da das zu wenig verbreitet ist bisher, sind Toiletten in Flugzeugen ja oft ein bisschen unappetitlich, weil es eben keine Urinale gibt. Aber Lufthansa hat es eben eingeführt. Und das hat sie mir ganz stolz gezeigt auf diesem Foto. Und Christina Förster ist eine auch tolle Frau, weil sie ist sehr gut, hat generell sozusagen einen sehr guten Vibe. Also sie kann selbst jetzt, habe ich vor kurzem mit ihr ein Interview gesehen, zu ganz harten, jetzt Corona- und Lufthansa-Überlebensthemen. Und selbst da strahlt sie immer und lacht zwischendurch. Das hilft einfach, wenn man da nicht irgendeinen drögen Manager hat, sondern eine Frau. Und eine andere ganz tolle Frau, die ich völlig beeindruckend finde, in der Luftfahrt, ist sogar Airline-Chefin. Die habe ich schon mal gesprochen und wird sie gerne mal widersprechen. Die ist aus Afrika, aus Ruanda, was ein sehr spannendes Land ist. Ist, glaube ich, kleiner als Bayern, aber hat in manchen Dingen sogar Bayern einiges voraus. Zum Beispiel die Digitalisierung klappt auch noch besser als in Bayern, in Ruanda. Und sie ist die Chefin von Rwand Air, was eine sehr moderne und will ich auch in Afrika, würde ich sagen, mitführende Airline ist. Und eine ganz spannende Frau. Also das dann weiß ich jetzt schon den Titel von dem nächsten Buch, das der Andreas machen wird, und das heißt Frauen beim Fliegen oder Frauen im Fliegen oder Frauen in der Luftfahrt. Danke für die Idee. Gut, ich darf das Vorwort schreiben. Andreas, also wenn jetzt die Grazia, wenn die Grazia erzählt hat, dass quasi ihr erstes Wort, das sie gesprochen hat, war Mama, das zweite war Papa und das dritte war schon Aeroplano. Was waren deine ersten 3 Worte? Oder ich würde mal sagen, Aeroplano war das erste bei dir, oder? Nein, ich glaube, bei mir ist auch natürlich für jedem Baby irgendwie Mama, Papa. Aber es war bei mir auch mindestens unter den ersten 5, ich vermute mal, es könnte das dritte gewesen sein, war auch mein Babywort für Flugzeug. Und ich kann dir jetzt sogar exklusiv und euch allen verraten, wie ich damals das Flugzeug genannt habe. Es hieß Luiteuger. Luiteuger. Ich habe also aufgeregt an den Himmel gezeigt mit meinem kleinen Finger. Luiteuger, Flugzeug. Darüber denken wir jetzt bis zu unserer nächsten Sendung nach. Ich danke dir, es war wieder mal unheimlich interessant. Es war ein schönes Gespräch mit Grazia Vittadini. Das bleibt jetzt auch quasi bei uns in unseren Schätzen ein guter Platz. Und für heute sage ich danke, Andreas. Ich freue mich auf unser baldiges Wiedersehen und viel Glück, dass du Frau Förster bald triffst, weil das wollen wir uns hier nicht entgehen lassen. Ich will hoffen. Alles klar. Danke, Thomas. Danke dir. Servus. Engine 1 out. Plane Talk lässt sich abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und YouTube. Alle Filme zu den Gästen und Geschichten im Internet unter pilotseye.tv. Engine 2 out. Noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Und ich höre auf Alexa, aktiviere Plane Talk. Checklist completed.